repräsentiere die Eurogroup. Dijsselbloem ist studierter Agrarökonom, war 50 Jahre lang niederländischer Finanzminister und hat nach dem Finanzcrash auf Zypern den berühmten Satz geprägt: Die Zwangsenteignung der Sparer auf Zypern ist nur eine Blaupause für das, was Europa noch bevorsteht. Da waren alle entsetzt und haben gesagt, bist du wahnsinnig? Das stimmt ja. Aber das darfst du doch öffentlich nicht so sagen. Da hätte er sich ein Beispiel an seinen Vorgänger nehmen sollen. Jean-Claude Juncker, der große Zauberer. Ne? Der hat aus Briefkästen und Schließfächern ein ganzes Land geformt. Und von Juncker, von Juncker stammt der ehrlichste Satz, den je ein Politiker ausgeprägt hat: Wenn es ernst wird, muss man lügen. Das ärgert jetzt den Dijsselbloem, der seine eigene Wahrheit sagt: Ich lüge nie, ich sage nur meine eigene Wahrheit. Und jetzt muss der Bauernbeauftragte der EU sich mit einem griechischen Finanzminister auseinandersetzen, der Mathematik und Finanzwesen studiert hat, in Cambridge in Australien gehört und seine Professur in Texas an den Nagel, an den Nagel gehängt hat, um sein Land zu lieben. Da waren die German Technik. Da waren die EU-Beauftragten irritiert und haben gesagt, was, ein Fachmann auf so einem Posten? Wo kommen wir hin, wenn das Schule macht? Genauso haben sie die Syriza-Partei beurteilt und haben gesagt, da kommen die an und sagen, man muss Wahlversprechen auch umsetzen. Was verstehen die bitte unter Demokratie? Natürlich haben unsere Herrschenden Angst, weil sie sagen, vielleicht kommt jetzt in Spanien wird gewählt, in diesem Jahr in Portugal wird gewählt und in Spanien auch wieder so ein Schlipsloser. Heißt aber Iglesias. Und führt jetzt schon in den Umfragen, wenn die spanischen Rentnerinnen da was verwechseln, wird das ein Kantersieg. Und er hat einfach nur gesagt, wir wollen wieder die Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht die Märkte. Da waren bei uns alle irritiert und gesagt, ich darf mir doch nicht machen, um Gottes Willen, die Märkte, können wir überhaupt nicht so sagen, die Märkte, es geht doch nur um die Märkte und die Rating und die Märkte. Warum kuschen unsere Politiker so vor den Märkten? Weil keine Politiker von Format mehr da sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Jahr weil er sein 100. Geburtstag mal einen Franz Josef Strauß in den Zeugenstand rufen müsste. Aber kann man sich bei dem vorstellen, der wäre irgendwann mal angekommen und gesagt, pass auf, wir müssen verdammt vorsichtig sein. Wir müssen unsere Worte genau wägen und irgendwas besorgen wegen der Märkte. Wir dürfen die Märkte nicht verunsichern. Das Kapital ist ein scheues Reh. Wir müssen verdammt aufpassen. Der wäre angekommen, der hätte nur gesagt, wir sind denn die Märkte. Was wollen denn diese Märkte? Der Markt hat eine dienende Funktion. Und zwar mir gegenüber, und der Ruhe gelesen. Bei uns schimmert alles rum über die große Ratlosigkeit nach der Wahl in Griechenland. Jetzt kommen die ganz Schlauen, in erster Linie die kompetenten Intelligenzcontainer von der CDU. Alle Talkshow-Größen von Postbach über Wellmann bis zum unvermeidlichen Mittelstandsexperten und Fraktionsvize Fuchs zeigen sich plötzlich erschüttert darüber, dass stinkreiche Reeder in Griechenland keine Steuern bezahlen. Auf einmal, also seit Ende Januar, also seit Syriza an der Macht ist scheinbar. Vorher war das alles. Und ich bin mir neulich durch den Hamburger Hafen und habe gehört, so viele Schiffe, auch mit deutschen Namen, und keine deutsche Flagge. Wo sind die registriert? Da war ich vor 3 Wochen in Bonn, bin am Rhein spazieren gegangen, da liegen die ganzen Ausflugsschiffe noch da. Da kam ich vorbei am Stand der Köln-Düsseldorfer Reederei, da lag die Stolzenfels. Tolles Schiff, ne? Die Stolzenfels. Und ich gucke hinten den Wimpel und sage, was ist denn das für Farbe? Und dann sehe ich, wo die Stolzenfels registriert ist. La Valletta Malta. Die Stolzenfels fährt von Bonn nach Koblenz und wieder zurück. Und ist in Malta registriert. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, was soll das bedeuten, aber wenn die zu ihrer Jahresinspektion nach Malta muss, 200 Meter auf dem offenen Meer,
weil wir alle sagen, dass nicht Konformes aus Griechenland kommt. Da sind unsere Politgestalter, dass dort andere sind mit Ecken und Kanten, die sich nicht an das rundgelutschte Politgebaren halten, dass unsere Experten teilt von denen sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist das Einzige, was man von unserer traditionellen Politik noch lernen kann. Ganz empört kann man immer der Fraktionssekretär Volker Kröger. Volker Kröger, ein ganz sympathischer Mann. Aber das nicht nur der Polen aus Athen, sagt Volker Kauder, der vor ein paar Jahren gesagt hat, in Europa wird jetzt wieder Deutsch gesprochen. Und er stellt sich mit dem Ton aus Athen. Er hat gesagt, gerade ein Linkspopulist wie Tsipras sollte Interesse daran haben, die Reichen im Land und die Vermögen endlich höher zu besteuern. Sagt Volker Kauder, der im Bundestag immer dann, wenn einer sowas fordert, der Erste ist, der ans Rednerpult fällt, Cabioc'h, und sagt, was Sie wollen, ist die fleißigen Leistungsträger aus diesem Land vergraulen. Es hat sich alles verschoben. Ursache und Wirkung wird ersetzt durch Trial and Error. Die Süddeutsche Zeitung, das wirtschaftsliberale Tageblatt, hatte den schönen Aufmacher im Programm, immer mehr Griechen plündern ihre Konten und steigern so die Not der Banken. Moment, da haben wir jetzt auch was verwechselt. Es waren doch die Banken, die Not der Griechen, aber so kompliziert wollen wir nicht denken. Wir wollen es einfach. So wie es der große Europa-Endbürokrator Edmund Stoiber beim politischen Aschermittwoch in Passau den in die Promille benötigten Resthirne gehämmert hatte wegen Griechenland. Wie viele Dritte, er als Einheizer, wie viele Dritte, also Dritte, wie viele Dritte kann man der Kuh geben, die man melken will? Aha! Nein, dann wieder die Wirtschaftsdoktrin der EU. Sparen, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Da kann man einem Bauer auch sagen, stell deine Kuh auf ein Stück Asphalt und wenn sie wieder Milch gibt, dann gibt es auch wieder Gras. Aber wir mögen es einfach, so wie es uns Paul Ronsheimer in der Bildzeitung ständig einhämmert. Alle Griechen sind faul, sie vertanzen und versaufen unsere Rente und sind sowieso alles verkappte Russen. Nein, nehmen wir die Vielfalt von Europa an und wehren wir uns gegen das, was unsere Austeritätsikone Angela Merkel vorgibt. Alle in Europa müssen so werden wie wir. Um Gottes Willen, wie langweilig wird das dann? Vielen Dank. Vielen Dank, Roman. I did assume I was started it was as funny as I promised. I'm sorry, we'll do the translation better next time. Die nächste Rednerin, die vorstellen möchte, ist, glaube ich, relativ bekannt. Naomi Klein, sagt das. Wenn euch das was sagt, könnt ihr aber nur jubeln. Okay, I thought that was my podium. Ich dachte, das war meins. Das muss jetzt wieder weg. Genau, okay, also Naomi Klein, bekannt von No Logo, der Chefdoktrin und Klima versus Kapitalismus, eine der besten Geschichtserzählerinnen, die wir in der Gerichtsbildung haben. Also, welcome to Naomi Klein, to well-known from No Logo, the short doctrine, and let's change everything. One of the best storytellers we have in the movement for global justice. Thank you for being here, Naomi. Blockupy! The last time I was in Germany, it was 2007, months before the economic crisis really hit. Letztes Mal in Deutschland oder 2007, einige Monate vor dem richtigen Einbrechen der Weltwirtschaftskrise. I was told by basically every journalist I met that all was well with capitalism. So ziemlich jeder Journalist, den ich getroffen habe, hat mir gesagt, Mann, dann stehst du nicht, denn ist doch völlig okay alles mit dem globalen Kapitalismus. And that my suggestion that our elites take advantage of crisis
to push through brutal, unpopular policies was a, quote, conspiracy theory. Und sie warfen mir vor, dass mein Argument aus der Schockdoktrin, nämlich dass globale Eliten versuchen, Krisen und Schockzustände zu nutzen, um höchst unpopuläre Politiken durchzudrücken, mir wurde vorgeworfen, das sei bloß eine Verschwörungstheorie. So we should keep in mind that our so-called experts get it wrong an awful lot. Woran wir uns immer erinnern sollten, ist, unsere sogenannten Expertinnen und Experten geben auch ziemlich oft die falschen Antworten. Today, the asphyxiation of Europe became literal, with the streets of Frankfurt choked in tear gas and smoke. Der Prozess des Erwürgens der Demokratie in Europa wurde heute auf den Straßen von Frankfurt grausame Realität, als sich Hunderte und Tausende Demonstrantinnen überall vor Tränengas und Pfefferspray erwürgt sahen. But the asphyxiation did not begin today. And I am reminded of 2 winters ago in Athens, when because of the brutal austerity policies prescribed by the Troika, people were unable to pay their heating bills, so Athens was choked in a thick cloud of smoke because people were burning their furniture. Aber dieses Erwürgen hat nicht erst heute angefangen. Es erinnerte mich an einen harten Winter vor 2 Wintern in Athen, als aufgrund der Austeritäts- und Sparpolitiken, die von der Troika durchgedrückt wurden, die Bürgerinnen und Bürger von Athen dazu gezwungen waren, Holz und allen möglichen anderen Kram zu verbrennen, einfach nur um warm zu bleiben. Und als Resultat davon war die ganze Stadt Athen bedeckt von einem dichten, dunklen, ungesunden Smog. These are the kinds of policies prescribed from ever more lavish accommodations by the unelected bankers of the ECB. Ja, das ist die Art von Politik, die aus immer poscheren Hauptquartieren von den immer mehr distanzierten Eliten der EZB in Europa durchgedrückt wird. 4 decades ago, the brilliant Argentine novelist Rodolfo Walsh described these policies as planned misery. Vor 4 Jahrzehnten hat der großartige argentinische Autor Rodolfo Walsh diese Art von Politiken als geplantes Elend bezeichnet. And as they prescribe these policies, which are certain to inflame neo-fascism, to steal the dreams of generations, and to spread social chaos, they speak of stability and responsibility. Und während sie dabei sind, diese Politiken durchzudrücken, die mit Sicherheit die Flammen des Neofaschismus anfachen werden, die die Träume von Generationen stehlen, soziales Chaos verbreiten, währenddessen haben sie die Chutzpe von Stabilität und Verantwortung zu sprechen. They are in fact the agents of relentless chaos, tearing at the social fabric of Europe. Tatsächlich sind sie es, die ein wahnsinniges soziales Chaos vorantreiben und das soziale Gewebe des Kontinents zerstören. But their crisis, the crisis that they are creating and deepening, goes even further beyond that. Aber die Krise, die von ihnen verursacht und vertieft wird, geht noch auch weit darüber hinaus. We've heard a lot today about the social side of austerity. I want to talk about how ECB austerity and privatization policies are destabilizing the planet itself. Wir haben jetzt viel darüber schon gehört und geredet, wie die Politiken der EZB Gesellschaften destabilisieren. Worüber ich jetzt noch reden will, ist, wie die Politiken der EZB den Planeten selbst destabilisieren. In exactly 9 months, there will be a major UN climate summit in Paris, and I hope that all of you will be out in the streets making your voices heard then as well. In ungefähr 9 Monaten wird es einen wichtigen internationalen Klimagipfel in Paris geben und ich hoffe, dass ihr alle auf der Straße sein werdet, damit eure Stimmen gehört werden können. Because we know already that summit is going to be a failure, that the pledges, the so-called pledges that our leaders will bring to that meeting will be nowhere near what is necessary
necessary to prevent catastrophic climate change. Denn wir wissen leider schon jetzt, dass dieser Gipfel einfach ein ziemlicher Flop sein wird. Auch wenn es da zu einem Deal kommt, auch wenn die unterschrieben wird, wissen wir jetzt schon, dass die Emissionsreduktionsverpflichtungen oder Vorschläge, die die Regierungen da mitbringen, mitnichten, auch wenn sie sich daran halten würden, mitnichten genug sein werden, um chaotischen Klimawandel zu verhindern. And a major reason why we know it will be a failure is because ever since the economic crisis hit in 2008, Europe has abandoned its climate leadership. Und ein Grund, warum wir wissen, dass das auch ein weiterer Grund, warum wir wissen, dass das ein Flop sein wird, dieser Gipfel, ist die Tatsache, dass seit 2008, seitdem die Wirtschaftskrise angefangen hat, Europa eigentlich seine sogenannte Führungsrolle im Klimaschutz einfach komplett abgegeben hat. Under the impoverished vision of the Troika, the future itself became just one more luxury that supposedly could not be afforded. In der politisch verarmten Vision der Troika wurde sogar unsere planetarische Zukunft nur zu einem weiteren Finanztitel, der zwischen Investoren und Investoren hin und her geschoben werden kann. Just as so many lives have been sacrificed in the name of a budget crisis, so have the life support systems of our planet itself. Was hier in Gefahr ist, sind nämlich nicht nur die sozialen, wohlfahrtsstaatlichen Strukturen einer Gesellschaft, es sind die reproduktiven Strukturen des Planeten selbst. This is not rhetoric, this is not abstract. In Greece, Spain, Portugal, and Italy, support for renewable energy programs have been relentlessly slashed in the name of budget constraints. Das ist keine Rhetorik, das ist nicht abstrakt. Wir wissen, dass in den Ländern der europäischen Peripherie Förderprogramme für erneuerbare Energien und andere ökonomisch sinnvolle Politiken drastisch zurückgeschnitten wurden seit dem Beginn der europäischen Krise. And that's exactly the same excuse that we have heard for why all of these countries are being pushed to drill for oil off their shores, to frack for gas on their lands, to put their water at risk, to mine for coal, to build dirty lignite coal-burning refineries, and this is happening in Germany too. Und was wir wissen, ist, dass aufgrund genau dieser Politiken und in der Wirtschaftskrise Ländern wie Griechenland gesagt wird, naja, Entschuldigung, dass du nicht erneuerbare Energien ausbauen kannst, aber warum baggert ihr nicht die Ägäis auf und fördert da das Schiefergas? Warum grabt ihr nicht Raketiki auf und fördert da die Braunkohle oder das Gold? Wir wissen, dass wegen dieser Politiken der Extraktivismus in diesen Ländern vorangetrieben wird. In fact, Germany's historic energy transition is deeply compromised by the refusal of the Merkel government to say no to dirty coal and unleashing fracking for natural gas. Aber dieser Extraktivismus ist nicht nur ein Problem in Griechenland, es ist auch ein Problem hier. Die international weithin beachtete Energiewende wird immer mehr dadurch kompromittiert, dass die deutsche Regierung unwillens ist, nach dem Atomausstieg auch einen Kohleausstieg durchzusetzen. Und zwar nicht nur, wir haben nicht nur die Steinkohle, sondern wir wollen auch viel Braunkohle und darüber hinaus darf auch Fracking hier nicht angefangen werden. Meanwhile, just when we need to be reimagining our cities to move beyond the automobile, just when we need to be lowering the cost of public transit, lowering it down to zero, in country after country, fares are going up. Und am selben Moment, wenn wir uns eigentlich vorstellen müssen, wie unsere Städte jenseits des Wahnsinns des individuellen Automobilverkehrs aussehen können und eigentlich die Preise für den öffentlichen Personennahverkehr und auch für die Fernzüge auch drastisch runtersetzen müssen, vielleicht auf Null setzen sollen, in dem Moment wird uns gesagt, dass das unmöglich ist. And just when we need to be supporting our rail systems more than ever, making sure that they're electrified with renewables and accessible to all, they also are being cut back and privatized in Portugal, Spain, Italy, and Greece. This is madness. Und wenn wir eigentlich unsere Zugsysteme, unsere öffentlichen Transportsysteme ausbauen müssten, für erneuerbare umstellen müssten, sie billig oder kostenlos zugänglich zu machen, werden diese wichtigen Dienstleistungen privatisiert in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in Italien. Und das ist einfach kompletter Wahnsinn. All around the world, we are being
inspired by the incredible movement here in Germany for cities and towns to take back control over your energy grids from the corporations that privatize them, because you know that energy is too important to be left to the profit motive, particularly in a time of climate crisis. Und in der gesamten Welt ist es so, oder in vielen Teilen der Welt ist es so, dass die interessanten Prozesse, die gerade in Deutschland ablaufen, wo Städte und Gemeinden und kleine Kommunen sagen, wir wollen uns unsere energetische Zukunft zurücknehmen, wir wollen die Netze rekommunalisieren, wir wollen die Produktionskapazitäten, habe ich renationalisieren gesagt? Ich wollte rekommunalisieren sagen, Entschuldigung, das war so ein alter Old Left Throwback. Wenn wir also wollen, wir versuchen, die Netze zu rekommunalisieren, und das ist ein Prozess, der in der Welt auf sehr positive Resonanz trifft und weiterhin beobachtet wird. This has been incredibly inspiring, and yet it is enormously ironic that the German government and the entire Troika has placed relentless pressure on the countries of Southern Europe to privatize their energy systems. And this is happening in Greece right now, despite the express wishes of the majority of the electorate. Und obwohl dieser Prozess in Deutschland so viel internationale Inspiration produziert hat, trotz all dieser Inspiration, die die deutsche Energiewende international ausgelöst hat, setzt die deutsche Regierung, die Regierung Griechenlands und andere peripheren Länder unter Druck, dass sie in der Situation ihre Energiesysteme privatisieren sollen. Gegen den ausdrücklichen Wunsch, zum Beispiel der griechischen Bevölkerung. Far too often, we stay in our little issue boxes, and the people working on climate and the people working on economic justice don't work together or even speak to each other. In diesen Bewegungen, in denen wir unterwegs sind, bleiben wir oft viel zu sehr in unseren irgendwie einzelnen Themenboxen. Die Leute, die für ökonomische Gerechtigkeit kämpfen, kämpfen viel selten zusammen an der Seite derer, die für ökonomische Gerechtigkeit kämpfen, und umgekehrt. But it's long past time that we recognize that the fight against austerity and the fight for a safe and stable climate is the same fight, and we need to be fighting side by side. Und es ist höchste Zeit, dass wir einsehen, dass der Kampf gegen Austerität und für ein stabiles Klima genau derselbe Kampf sind. Austerity and a safe climate are fundamentally incompatible. Austerität und stabiles Klima sind fundamental inkompatibel. So I have a special message for the ECB today. Und jetzt eine kleine besondere Message für die EZB heute von Naomi auf dieser Bühne. You are the true vandals. Ihr seid die wahren Randalierer. True vandals, but you work on a much larger canvas. Your vandalism is planetary in scale. Ihr seid die wahren Randalierer, ihr randaliert nur auf einer viel größeren Skala. Euer Vandalismus, euer Randalieren ist planetares Randalieren, planetarer Vandalismus. You don't set fire to cars. You are setting the world on fire. Ihr verbrennt keine Autos, ihr verbrennt den ganzen Planeten. Building on the historic victories of the Greek people. Building on the imminent victories of the Spanish people. And building on the grassroots victories against fracking, against oil pipelines, against coal mines. This is when we say we will not let you do it. Aufbauen auf den historischen Siegen der Menschen in Griechenland und auf den kommenden Siegen in Spanien und anderswo.
aufbauend auf den Siegen gegen die Keystone XL Pipeline und gegen die Atomkraft in Deutschland, aufbauend auf den Siegen gegen das Fracking und Extreme Energy, sagen wir heute, you're done, wir haben genug, weiter kommt ihr nicht mehr. This is where today is when we resolve to bring all of the movements in defense of life together into one unstoppable wall. Heute entscheiden wir uns, die vielen Bewegungen für das Leben und für die Würde zusammenzubringen in eine unaufhaltbare menschliche Mauer. Today is when we stop you. Today is when we say enough. Heute ist es vorbei mit euch. Heute setzen wir euch einen Stopp. Heute ist es genug. You have said that there is a choice between democracy and capitalism. That's true, but the choice is even more fundamental than that. There is a choice before us between capitalism and the climate. The answer is as obvious as it is urgent. Thank you. Wir haben gesagt, ihr habt gesagt, dass wir vor einer Wahl stehen zwischen Demokratie und Kapitalismus. Aber die Wahl geht die ist noch mal fundamentaler, die geht noch mal näher an die Grundlagen. Heute besteht die Wahl zwischen dem Kapitalismus und unserem Überleben in einem stabilen Klima. Und die Antwort darauf ist genau so offensichtlich, wie sie notwendig und eilig ist. Vielen Dank. Dankeschön, Naomi Klein, für diese klaren und wichtigen Worte. Wir machen jetzt in diesem Sinne weiter. Wir stehen für ein friedliches Europa, wir stehen für ein solidarisches Europa, wir stehen für ein Europa, das über die Grenzen hinweg weltweit friedlich und solidarisch für eine andere Gesellschaft kämpft, für eben eine friedliche Gesellschaft. Wir wollen, dass das Bild, was wir hier heute Nachmittag hatten, dieses bunte, vielfältige, friedliche Bild weitergeht in der Demonstration, die jetzt anschließt. Wir gehen es gemeinsam los, wir kommen gemeinsam an und wir bekommen jetzt Informationen darüber, wie die Demonstration aufgestellt ist. Okay, I've obviously missed a certain part of that, but I just want to say that this, what we've been seeing here for the last few hours,